Die bereits berüchtigte Closed Beta in diesem Frühjahr deckte diverse Ungereimtheiten im noch immer nicht fertigen neuen Die Siedler-Spiel auf. Eins der größten Kritikpunkte damals war das irritierende und teilweise auch komplett überflüssig empfundene Nahrungssystem, welches Ubisoft nun versucht, verbittert zu verteidigen. Aber der Reihe nach. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu den Die Siedler News. Wenn wir über Nahrung in Die Siedler sprechen, ist der Fall eigentlich immer ziemlich einfach. Etwas vereinfacht gesagt, benötigt ihr bereits seit Die Siedler 1 für eure Minenarbeiter Nahrung, damit diese Erze aus ihren Bergwerken heben können. Dabei arbeitet die Goldmine am liebsten oder effektivsten mit Fisch, die Eisenmine mit Fleisch und die Kohlemine mit Brot. Soweit so klassisch, soweit so Die Siedler. Versteht jeder, kommt jeder mit klar. Allerdings wurde dieses System bereits vor knapp 20 Jahren mit dem Release von Die Siedler 5 über den Haufen geworfen und ab dann nur noch von den beiden Klassikteilen für Die Siedler 2 verwendet. Und hier beginnt bereits das Dilemma von Ubisoft. Versucht man doch immer noch die Unmöglichkeit zu erreichen, alle Siedler-Spiele und alle Siedler-Spieler unter einen Hut zu bringen. Also, um was geht's? Im neuen Die Siedler könnt ihr Nahrung in Form von Broten, Fleisch und Fisch bauen. Soweit so gut. Müsst ihr aber nicht, denn der ganze Nahrungspart ist rein optional. Eure Gebäude arbeiten auch so, allerdings langsamer. Oder genauer gesagt, statt einer Ware produziert das Gebäude mit der richtigen Nahrung nun 2 Waren. Und obendrein, Bäcker und Tierzucht produzieren ihr Essen nach wie vor ohne das gestreamlinete Wasser. Ich habe bewusst Gebäude und nicht Minen gesagt, da ihr auch andere Gebäude mit Nahrung in ihrer Effektivität verdoppeln könnt. Für mich selbst stellt sich hier direkt die Frage, ob ich zum Beispiel eine Eisenschmelze mit Nahrung versorge oder einfach direkt eine zweite baue, um den gleichen Effekt zu erzielen. Aber da ich die aktuelle Version leider noch nicht spielen konnte, möchte ich das an dieser Stelle mal ohne Wertung stehen lassen. Ach ja, mit Broten könnt ihr wie in der Closed Beta den Countdown für neue Siedler reduzieren oder auch hier einfach weitere Wohnhäuser bauen. Ubisoft begründet jetzt diese nach wie vor kuriose oder, komm, ich spreche es einfach mal aus, komplett alberne Version der Nahrungswirtschaftskette folgendermaßen. Ihr als Spieler sollt die Wahl haben. Überspitzt gesagt, habt ihr, warum auch immer, heute mal keine Lust, Nahrung anzubauen, dann lasst sie einfach weg und lebt mit reduzierter Produktivität, weil, ach, keine Ahnung. Falls ihr euch dann doch dazu entscheiden solltet, produzierte Nahrung wird übrigens nicht direkt in euren Gebäuden verfüttert, ihr müsst selbst anwählen, welche Gebäude versorgt werden und somit geboostet werden, also eine Art Prioritätsfunktion ähnlich wie bei Baustellen. Man soll im Falle von Versorgungsproblemen, Zitat, beim Mangel an Waren wie zum Beispiel Kohle oder Stein mit der Nahrungsbeschleunigung den durch den Mangel an Rohmaterialien verursachten Lieferengpass überwinden. Ubisoft möchte wie gesagt Siedlerspielern die Wahl lassen, um zum Beispiel zu expandieren, um an mehr Rohstoffe zu kommen oder wie schon angesprochen mehr Gebäude zu bauen oder das Material einfach über den Hafen einzukaufen. Selbstredend, dass ihr im Endeffekt wohl doch keine Wahl haben werdet, da ihr alles gleichzeitig tun müsst, aber hey, egal. Immerhin spricht man offen und ehrlich an, dass das aktuelle System mit Brot, um den Countdown für neue Siedler in Wohnhäusern zu reduzieren, Käse ist. Ein Anfang. Ach ja, übrigens wurde auch erwähnt, dass man die Rush-Taktiken entschärfen konnte, indem man alle Zugangswege zu euren Gegnern mit neutralen Truppen zugepflastert hat, für die eure Starttruppen nicht ausreichen. Ja, kein Scheiß. Bitte entschuldigt, dass ich in diesem Video nicht ganz so neutral berichten konnte, wie ihr es sonst von mir gewohnt seid, aber das nimmt mich doch überraschend sehr viel mit aktuell. Trotzdem, sobald es wieder was Neues gibt, erfahrt ihr es natürlich hier wie gewohnt in einer neuen Folge Die Siedler News. Haut rein, euer Patrick. Ciao.